Nicht alle Menschen in Deutschland haben den gleichen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Eine Gruppe, die bei der finanziellen Teilhabe stark benachteiligt ist, sind Frauen in finanziell schwierigen Verhältnissen. Doch welche Schwierigkeiten und Probleme treiben diese Frauen konkret um? Wir haben mit 2 alleinerziehenden Frauen gesprochen. Wie ist es, als alleinerziehende Mutter den Alltag zu stemmen? Ich war ja im Grunde schon allein in meiner Schwangerschaft, seitdem die bekannt war. War ich komplett auf mich allein gestellt. Ne? Und dann habe ich habe sehr viel Angst gehabt letztes Jahr, wie schaffe ich das, weil mir das überhaupt nicht klar war, wie ich diese Situation lösen soll. Und wie geht es dir damit? Wie kommst du klar? Mir geht es momentan gut, aber nächstes Jahr, ich werde nicht arbeiten können mit alleinerziehend. Die Kinderkrippe, die ich ja Gott sei Dank habe, aber die Eingewöhnungszeit, man kann nichts planen, man kann nicht wissen, wie komme ich wieder zurück in diesen Beruf als Krankenschwester, wie lange kannst du arbeiten, das sind alles Fragen, die kriegt man nicht beantwortet und dann 2 Jahre Elternzeit, aber man hat dann vielleicht nur 1 Jahr Elterngeld, was ja auch nicht anders ging. Das heißt, dann habe ich kein Einkommen ab Januar und das heißt, wie komme ich jetzt 1 Jahr zurecht oder ein halbes Jahr. Wie schaffst du das, auch finanziell? Also ich habe das Glück, dass ich sehr bescheiden bin, dass ich also schon auch Lebenserfahrung habe, aber ich glaube in der Situation, wenn man jetzt so Anfang 20, Mitte 20 wäre, ich weiß nicht, wie ich das mental und psychisch durchgestanden hätte. Deine Lebenserfahrung hilft dir also in dieser schwierigen Lage? Vor 20 Jahren, glaube ich, hätte ich die Kraft nicht gehabt. Also es ist genau zu einer Zeit passiert, wo ich es schaffen werde. Das ist mir auch bewusst. Das bedeutet aber nicht, dass immer alles super ist. Man hat seine Stimmungsschwankungen, es fließen viele Tränen. Wenn das Geld knapp ist, musst du bestimmt auf viele Dinge verzichten, oder? Ich werde natürlich nicht in Urlaub fahren können. Ich habe kein Auto. Ich habe mich bewusst für öffentliche Verkehrsmittel entschieden. Es ist alles ein bisschen umständlicher. Man hat mehr Aufwand. Man kann nicht so viele Dinge machen. Also da muss man schon kreativ werden. Und das war ich Gott sei Dank schon in den letzten Jahren. Also sonst wäre das auch noch mal schwierig gewesen, so von einem hohen Anspruch runterzugehen auf einen ganz niedrigen. Wie ist es für dich, als junge alleinerziehende Mutter im Alltag über die Runden zu kommen? Man hat sowieso viele Ausgaben, vor allem mit Kindern. Und es wird alles teurer, vor allem Lebensmittel und so. Und da geht man einkaufen, sagen wir mal, für ein Mittagessen, für einen Tag irgendwie für Kinder und für Abendessen was zu kaufen, ist 20 oder 25 € weg. Und im Endeffekt, wenn du so überlegst, jeden Tag, im Endeffekt ist sehr viel Geld. Man muss halt immer gucken, weil es gibt auch immer Schulausgaben und so, was halt Schulfotos oder so, das kostet ja auch 50 € pro Kind. Und ich habe 2 Kinder, die in die Schule gehen, das waren jetzt 100 € für Schulfotos. Das ist auch halt eine Ausgabe, was halt ungeplant ist. Und deswegen, bis die Kleine in der Krippe ist und bis ich einen Job habe, ist halt natürlich ein bisschen schwierig. Schaffst du es denn, Geld beiseite zu legen? Nein. Also ich komme immer auf 0 am Ende des Monats. Aber damit bin ich wenigstens zufrieden. Kein Minus. 0 ist schon mal gut. Und wie hältst du es mit dem Bezahlen? Bar oder lieber digital? Also bar habe ich früher tatsächlich mehr bezahlt. Ich habe mir meistens das Geld immer ausbezahlt, aber dann sieht man, dann am Anfang siehst du immer im Portemonnaie, oh, ich habe viel Geld. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich habe halt ein Konto, wo halt direkt anzeigt, wenn ich bezahle, zeigt er mir direkt am Handy, okay, du hast hier und hier bezahlt. Deswegen ich sehe immer, wie viel Geld ich noch drauf habe und damit komme ich irgendwie zurecht. Kaufst du manchmal auch auf Raten ein? Ratenzahlung oder Kredite und so ist nicht so mein Ding. Auch wenn ich Handy nehme, ich habe ein Handy, ein bisschen älteres Modell, aber das habe ich halt so bezahlt. Keine Ratenzahlung, weil dann habe ich keine diese Verpflichtung. Weil ich habe andere Verpflichtungen, so meine Kinder vor allem, das ist meine größte Verpflichtung und so Ratenzahlung und so. Vielleicht kann ich mir nächsten Monat dann nicht leisten. Deswegen, wenn ich was holen will, dann gucke ich, dass ich halt das auf einmal bezahlen kann. Was würdest du sagen, wie gut kennst du dich mit Geld aus? Also ich würde grundsätzlich würde ich sagen, nicht gut, weil manchmal gebe ich auch zu viel Geld aus für Sachen, die man jetzt nicht wirklich braucht oder wo man halt sparen könnte. Aber also meine Mama sagt auch immer, warum machst du das, warum?
Aber wie gesagt, ich bin ja noch jung, ich muss halt natürlich gucken, aber das muss ich auf jeden Fall noch lernen, mit Geld besser umzugehen. So viel zu den Herausforderungen von Frauen in finanziell schwierigen Verhältnissen. Doch wie kann die finanzielle Teilhabe dieser Frauen denn verbessert werden? Und welche konkreten Hilfsangebote gibt es? Wir haben dazu mit Saskia Veit-Prang, der kommunalen Frauenbeauftragten der Stadt Wiesbaden, und mit Monika Bernhard, Beraterin beim Sozialdienst katholischer Frauen in Wiesbaden, gesprochen. Mein Name ist Saskia Veit-Prang. Ich bin die kommunale Frauenbeauftragte der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Das heißt, ich bin für die gesamte weibliche Bevölkerung zuständig, vom Säugling bis zur Seniorin. Ich arbeite als Schwangerenberaterin hier beim SKF. Ich bin Monika Bernhard und meine Aufgabe ist auch der Elterntreff, der einmal wöchentlich stattfindet. Ich habe eine Ausbildung in Familienmediation und biete auch Gespräche an für Familien in Trennungssituationen und Frauen. Wie begegnet dir das Thema Finanzen bei deiner Arbeit? In meiner Arbeit im Rathaus seit nunmehr 40 Jahren erlebe ich andauernd die unterschiedlichsten Zielgruppen, die große Probleme mit den Finanzen haben. Seien das Schülerinnen und Schüler, die über Internetkäufe oder Käufe für Gaming-Spiele, die dann in so eine Schuldenfalle rutschen, seien das Studierende, seien das Frauen, die einfach mit einem gewissen Einkommen nicht auskommen, zum Teil auch, weil ihre Männer das Geld für andere Dinge ausgeben als für Windeln und für Kleidung oder für den Strom und das Gas. Ich erlebe Frauen, die alleinerziehend werden und zum Teil zum ersten Mal vor der Herausforderung stehen, wirklich Geld zu verwalten und auch nur eine bestimmte zur Verfügung stehende Menge Geld. Ich erlebe Frauen, die aufgrund ihrer Erziehungszeiten und Teilzeit in die Armutsfalle rutschen. Also Armut hat in Wiesbaden und wahrscheinlich überall sonst auch mehr ein weibliches Gesicht. Insofern das Thema Finanzen begleitet mich in meiner ganzen Arbeit jeden Tag. Und wie kannst du diesen Frauen helfen? Also meine Aufgabe ist es ja dafür, oder eine der Aufgaben ist es dafür zu sorgen, dass wir passgenaue Angebote an Hilfe und Unterstützung für Frauen in unserer Stadt haben. Das heißt, zu jedem Thema, egal ob es um den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt geht, ob es darum geht, dass Alleinerziehende bestimmte Unterstützungen noch zusätzlich bekommen können, dass Seniorinnen im Grunde niederschwellig ihre Scham überwinden und dann doch vielleicht die Unterstützung, die ihnen zusteht, auch finanziell in Anspruch nehmen. Hier versuchen wir bei den Trägern vor Ort ein wirklich passgenaues Angebot zu haben. Mit welchen Herausforderungen kämpfen die Frauen, die zu dir in die Beratung kommen? Die sind in einer großen Umbruchssituation. Neuorientierung steht an, sich einlassen auf eine Schwangerschaft oder halt eine andere Krisensituation, die sie aus der Bahn werfen kann, auch persönlich, familiär. Und wir sind da im Bereich auch tätig, zunächst mal so eine Entlastung und Auffangen und neue Orientierung zu geben, neue Perspektiven zu entwickeln, positive Perspektiven. Welche Rolle spielen die Finanzen dabei? Durch diese neue Orientierung ist auch vieles ganz offen. Wie kann ich die nächsten Monate mein Einkommen gestalten? Und es ist ein Riesendschungel von Anträgen, was möglich ist. Von Elterngeld, dann Zuschuss zum normalen Kindergeld, nochmal Wohngeld. Diese Anträge dauern aber mit der Bewilligung auch viele Wochen, zum Teil auch Monate, sodass überhaupt nicht planbar ist, wie kann ich meine nächsten Monate, meine nächsten Wochen mit meinem Einkommen alles handeln. Und wie genau hilfst du den Frauen in der Beratung? Die Frauen, die zu uns kommen, haben einen hohen Hilfsbedarf und stellen sich auch ein Stück weit so als bedürftig auch dar. Aber unsere Aufgabe sehen wir ja schon auch, diese Selbstwirksamkeit auch ein Stück weit zu erhöhen und einfach nur mal in die eigene Handlungsfähigkeit auch zu kommen. Ich denke, da sind auch persönliche positive Erlebnisse und eine Rückspiegelung der Wertschätzung, wie sie die Dinge bisher gehandelt haben. Dass das auch eine riesengroße Herausforderung war, in dieser Krise weiterhin auf den eigenen zwei Beinen zu stehen. Und dass das einfach auch eine Rückmeldung da sein sollte, dass sie sich geschätzt fühlt
und auch nochmal in ihre Kraft kommt und sieht, das habe ich schon geleistet, das habe ich schon getan. Wie es um die finanzielle Teilhabe von Frauen in schwierigen finanziellen Verhältnissen steht, welche Hürden und Probleme bestehen, das hat die Schufa 2024 in ihrem Sonderbericht des Finanzinklusionsindex untersucht. Die Ergebnisse finden Sie auf der Schufa-Website. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung.